Hallo zusammen zu unserem Event heute, wo ich über Trainings, über KI-Trainings sprechen möchte. Die meisten werden die Aufzeichnung sehen, da es doch ein bisschen schwieriger war, in den Termin reinzukommen. Soll aber trotzdem sehr, sehr spannend werden, weil ich so eine Mischung machen möchte aus tatsächlich einer Übersicht, Überblick über verschiedene Trainings, aber auch Trainingsinhalte mit positionieren in dem Kontext. Das heißt, wir haben viel dabei, wird ein recht gepackter Termin. Trotzdem, genau, bleibt dabei und ich glaube, das wird recht spannend. Zu mir ein bisschen vorweg. Ich habe lange Zeit bei Siemens gearbeitet in verschiedenen Positionen, von Subsegment Kaufmann, wo man eben verantwortlich ist für Vertrieb, für Abwicklung von Produkten zu Projekten, also sehr umfangreich, was auch organisatorische Entwicklungen, Prozesse angeht. Habe dann Business Development Strategie geleitet für ein Segment und dann weitergemacht, war verantwortlich für so eine Datenplattform EMEA-seitig. Und insbesondere da haben wir viel gelernt, im Guten wie im Schlechten, weil wir sehr innovativ neue Themen eben dort auch implementiert haben. Und zum Beispiel, einige dieser Erkenntnisse werde ich aufnehmen. Ein Beispiel von diesen Erkenntnissen war, dass wir viel zu viel über Technologie diskutiert haben, und zu wenig über Prozesse und Menschen. Ja, deswegen ist das so ein bisschen immer mein Startbildschirm, weil das ist viel einfacher darüber zu reden, als es wirklich zu tun. Da muss man sich immer wieder auch selber dran erinnern. Und so möchte ich gerne mal einsteigen. Ich werde nicht, auch in den Trainings nicht nur über Technologie sprechen. Macht auch nicht so viel Sinn, sondern wir werden auch über Prozesse und was sich da tut, sprechen und auch über die Menschen. Und da gehen wir jetzt mal durch. Wie ich das Ganze aufbaue und auch die Trainings, über die ich spreche, wie wir die aufbauen, ist immer mit dem Warum zu starten. Das kommt von dem Golden Circle von Simon Sinek, den kennt vielleicht der ein oder andere, der ist sehr spannend. Simon Sinek ist ein Business-Autor aus den USA und der hat einen der drei meistgesehenen TED Talks. TED Talks dürften ja bekannt sein. Das ist so ein Format, wo sehr, sehr bekannte Menschen auch also von bisher also über sehr innovative, neue und spannende Dinge sprechen. Und er hat allein bei YouTube 22 Millionen Views und bei TED nochmal an die 60 Millionen. Und er erklärt, dass erfolgreiche Menschen und erfolgreiche Organisationen immer mit dem Warum starten. Da nimmt er als Beispiel Apple, er nimmt die Wrights-Brüder, er nimmt Martin Luther King. Also es ist wirklich wert, es sich mal anzuschauen und das als didaktisches Trainingsthema dann auch entsprechend aufzusetzen, macht sehr viel Sinn. Und was wir festgestellt haben, ist, dass eben gerade in Digitalisierungsprojekten, wenn man eben auch in Organisationen digitalisieren möchte, es drei maßgebliche Fehler gibt, eben, dass ein fehlendes Verständnis, warum da ist. Das hat zur Auswirkung, dass zum Beispiel ein Manager hat ein klares Bild, warum möchte er jetzt digitalisieren, warum möchte er jetzt KI einsetzen, aber die Mitarbeiter kriegen das nicht vermittelt und das geht dann einfach im Tagesgeschäft unter. Oder jemand der Mitarbeiter hat ein klares Bild, was mit Digitalisierung, was mit KI zu tun ist, aber das geht dann einfach im Tagesgeschäft unter. Er kriegt dann keine Ressourcen von oben, keine Unterstützung. Also ein fehlendes Warum ist ganz oft einer der Gründe, warum KI, Digitalisierung, die Einführung scheitert. Ja, und wenn wir über Trainings sprechen, wollen wir natürlich darüber sprechen, wie machen wir eine erfolgreiche KI-Einführung. Es soll ja nicht nur um Trainings gehen, komme ich gleich dazu, sondern halt eben, welchen Impact können die dann haben. Auch das fehlende Verständnis wie, ich habe es ja gerade schon angedeutet, was ich gemerkt habe in unseren Projekten tatsächlich von Siemens, und das liegt nicht an Siemens, auch unsere Kunden, unsere Partner, wir haben sehr viel und sehr gern über Technologie gesprochen. Ja, die Latenz, also die Geschwindigkeit, mit der Daten übertragen werden, die Kosten, die Speicheranforderungen, die Datenformate. Das ist halt konkret und greifbar. Was wir schon deutlich weniger diskutiert haben, war, wie ändern sich dann die Prozesse, wenn das eingeführt wird? Ja, und das bei KI natürlich identisch. Und am allerwenigsten haben wir über die Menschen gesprochen. Wie muss man die mitnehmen? Was lernen die, was verstehen die, was brauchen die, um erfolgreich zu werden? Ja, und dann ist oft noch das fehlende Verständnis, was. Das ist in Trainings auch sehr spannend. Was nimmt man denn als Beispiel für das Training? Ja, nimmt man irgendwie ein
willkürliches, anonymes Beispiel, eine Firma, eine Bäckerei, ein Schuhverkäufer oder so und versucht es daran irgendwie festzumachen. Oder nimmt man auch ganz konkrete Probleme, die die Leute aktuell im Alltag haben. Und da wird man so ein bisschen drüber sprechen. Weil ganz oft suchen die Leute so ein bisschen so den Killer-Anwendungsfall, den einen Anwendungsfall, der ganz, ganz toll ist. Aber tatsächlich geht es darum, eben die Fähigkeiten zum Goldsammeln auszubauen. Und hier sollte es das ein bisschen mal zeigen, dass wenn man diese Fähigkeiten entwickelt, dann hat man ganz viele kleine Vorteile, ganz viele kleine Gold-Nuggets, die man dann sammelt und in Summe ist das dann auch die Handvoll Gold. Und dieses Wie, also warum, wie, was, das haben wir auch für unsere Trainings, nutzen wir das. Und ich zeige einfach mal 3 Beispiele für ein Training, die wir jetzt bei einem unserer Kunden eben dann aufgesetzt haben. Wir haben 3 Limit, also und das soll nur mal so ein Vorab-Teaser sein. Ja? Wir haben 3 Stufen sozusagen definiert. Wir haben die Grundlagen definiert, ein Grundlagentraining. Und das soll ungefähr zeigen von der Zeit her, wie viel Zeit wir jeweils da reinstecken in diese verschiedenen Bereiche. Und im Grundlagentraining, sprechen wir durchaus eine Viertelstunde darum, warum sollte man sich mit KI auseinandersetzen. Dann geht es weiter mit, wie sollte man sich mit KI auseinandersetzen und was kann man damit tun. Ja, und dann natürlich noch Fragen, Diskussionen und so ein bisschen Thema auch KI-Grundlagen. Also ein paar Themen, so ein bisschen, da komme ich nachher drauf. Ich zeige ein paar Beispiele aus den verschiedenen Bereichen. Wenn wir dann an fortgeschrittene Trainings denken, da komme ich dann auch noch mal drauf inhaltlich, stellen wir das Wie mehr in den Vordergrund. Ja, da gehen wir davon aus, dass sich die Leute schon mit Warum, dass sie schon gemerkt haben, oh, wow, damit zu beschäftigen. Grundlagen haben sie ja schon gelernt. Es ist trotzdem wichtig. Ich glaube, dieses Warum sollte immer mit dabei sein, auch wenn nur angeteasert am Anfang. Aber hier ist natürlich dann mehr Fokus auf Wie. Da kommen wir zum Beispiel zum strategischen Prompting, einer der Highlights aus meiner Sicht, und auch zum Was, also was konkret damit zu tun ist. Ähm, Spannend ist so in einem Kontext einer Organisation, einer großen Organisation, das ist eine Unternehmensgruppe, da wird häufig Microsoft Copilot genutzt, weil es einfach schon da ist. Ja, es gibt natürlich andere Möglichkeiten wie OpenAI und Google und Anthropic, aber Microsoft ist halt eben häufig gesetzt und da gibt es so diese Abstufung. Microsoft Chat hat sowieso jeder und da kann man eben schon Grundlagen und fortgeschrittenen Thematiken besprechen. Während Microsoft Copilot zum Beispiel dann eine Premium-Lizenz ist, ich glaube, die kostet momentan 30 € im Monat. Hier kann man dann eben die Apps innerhalb von verschiedenen Tools nutzen, ja, wie zum Beispiel in Word, in Excel, in PowerPoint. Und da geht es deutlich mehr darum, also wie ein bisschen, aber deutlich mehr, was kann man jetzt da tun? Ja, weil das so verwirrend ist, muss man wirklich dazu sagen, dass da diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten da sind. Da reden wir also sehr viel über ganz konkrete Beispiele. Ja, und so kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie wir beispielhaft unsere Trainings aufsetzen. Und jetzt in der nächsten Zeit möchte ich einfach ein paar von diesen Inhalten auch mit euch besprechen. Und grundsätzlich mich auch an dieser Struktur entlanghangeln. Also wir starten mal mit dem Warum. Ja, warum sollte man sich damit beschäftigen? Und ein Punkt, so ein bisschen mal plakativ und vielleicht auch ein bisschen konfrontativ mal vorne hingestellt. Es gibt natürlich den EU AI Act, den auch viele Berater, Trainer und so gerade nutzen und sagen, hey, ihr müsst unbedingt eure Leute trainieren, weil es wird gefordert. Ja, wer KI-Tools zur Verfügung stellt, muss auch ein Training anbieten. Mal einen Absatz rausgenommen, der in dieser Richtlinie steht und lese den mal ganz kurz vor und dann die 2 Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Also was konkret drinsteht, heißt, die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Das ist sehr allgemein formuliert. Ja, wer da irgendwie jetzt den Teufel an die Wand malt und sagt, hey, wenn man das nicht macht, dann kriegt man riesige Strafgelder oder so. Momentan kann man das so einfach noch nicht argumentieren. Ja, das heißt, nach besten Kräften, was ist denn das?
Und jetzt kann man eben unterschiedlich damit umgehen. Was wir auch so sehen, ist, die einen ärgern sich, es ist noch eine EU-Richtlinie, da gibt es sowieso genug davon. Ja, wir machen so ein bisschen mal das Minimum. Ja, wir warten mal ab, welche Details rauskommen. Wir machen so Minimalanforderungen, so Trainings wie die Sicherheitsschulung. Ich weiß nicht, wer von euch im Konzern ist, der muss immer wieder auch so Sicherheitsschulungen machen oder generell. Das ist sowas, das akzeptiert man, weil es ja auch Sicherheit ist schon wichtig. Aber diese Schulung, klar, da geht man hin, da wird das erzählt, dann hakt man ab. Das ist schon gut, aber je nachdem, wie relevant das dann im Arbeitsalltag mit integriert wird, macht es dann einen Unterschied oder nicht. Und es gibt natürlich da ganz viele Webinare und so, die man halt so abhaken kann. Ob da wirklich ein Lerneffekt entsteht, ist halt die andere Frage. Das, die Alternative dazu ist, dass man das als Impuls nutzt, ja, dass man nicht sagt, jetzt müssen wir die Richtlinie erfüllen, sondern dass man sich halt wirklich konkret überlegt, was bedeutet das jetzt für uns? Tatsächlich gibt es da 3 Elemente, die ich so rausgearbeitet habe. Wenn man die erfüllt, dann ist man bei der EU-Richtlinie schon sehr gut aufgestellt. Das eine, dass man sich eine Taktik überlegt, was machen wir überhaupt mit KI? Was ist da unser Ansatz? Wo positionieren wir uns? Dass man Transparenz schafft, ganz konkret im Sinne von, ähm, was für KI-Modelle setzen wir wo ein. Also es macht total viel Sinn, diese Transparenz. Sonst ist irgendwann so ein Wildwuchs von verschiedensten Tools, wo niemand weiß, wer was genau tut. Und klar, Trainings. Ja, aber die Trainings so, dass sie auch einen Nutzen haben, dass die Leute sich weiterentwickeln. Und darüber soll es heute gehen. Ein anderes Warum, das habe ich gestern einfach mal hier reinkopiert, beziehungsweise halt ein Thema, wie Leute mit KI momentan umgehen. Insbesondere das hier hat mich da sehr schockiert, wurde auch in verschiedenen Podcasts besprochen. Also das ist eine Studie von Deloitte. Und momentan ist es so, dass 93% in Technologie investiert wird. Also wenn man überlegt, bei Firmen gab es da eine Umfrage, wie viel Geld investiert ihr in KI? Und 93% geht in die Technologie, in Lizenzen, in Tokens, die über API-Schnittstellen abgerufen werden. Und nur 7% wird wirklich in Trainingsmaßnahmen investiert. Ja, das ist nochmal, passt zu der Grafik, die ich vorhin gezeigt habe. Sehr viel Technologie, sehr wenig der Mensch. Ja, und das ähm, ist einfach auch ein Thema, warum man mehr in den Menschen investieren sollte, diese offensichtliche Diskrepanz. Und noch weitere Themen, also diese Warum-Themen, da habe ich ganz viele solche Elemente. Und ich will euch einfach mal ein paar zeigen, ja, so als Impuls sozusagen. Ich suche immer wieder ein paar andere raus, je nachdem welches Training. Aber das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Menschen müssen lernen, wie KI funktioniert. Und da gibt es so ein Konzept, das heißt The Jagged Frontier, also die gezackte Grenze, wie die Kompetenz von KI anders verläuft als die von Menschen. Ja, wenn man, das kommt von Professor Ethan Mollick aus USA, der hat super Beiträge zu KI und der sagt praktisch, naja, die Menschen, das ist so ein bisschen diese blaue Fläche, die haben eine gewisse ein Leistungsprofil, was wir können, was wir nicht können, ist außerhalb der blauen Grenze. Und jetzt ist es bei KI das Neue, dass die KI manche Sachen besser kann und manche Sachen schlechter kann. Ein Thema, was sie schlechter kann, ist insbesondere, wie gehe ich mit Wissen um, wie kann ich mir Sachen merken. Das kann die KI einfach noch nicht so. Die ist dann in einzelnen Chats gefangen, so ein bisschen, kommen wir nachher nochmal dazu. Andere Sachen wie Dokumente durchsuchen kann sie viel, viel besser. Oder Strategien entwickeln, das würde ich sagen, kommen wir nachher zum strategischen Prompting, ist sie sehr ergänzend, ist sie so gut wie Menschen in Teilen. Und das muss man erfahren. Ja, das ist nichts, was man jetzt direkt beibringen kann, weil da muss man eben über verschiedene Anwendungsfälle drüber diskutieren, auch über eigenen Nutzen das mit der Zeit rausarbeiten. Und deswegen kann man KI auch nicht so von heute auf morgen. Das ist so ein bisschen ein Lern- und Erfahrungsprozess. Was funktioniert nicht? Wo hilft mir die KI? Wo halluziniert sie so viel? Ähm, und deswegen lohnt es sich auch mit KI zu beschäftigen. Eine Frage, die ich dem Kontext auch immer stelle, ist, ja, wer ist denn besser mit KI? Sind es denn die Digital Natives, die frisch von der Uni kommen, oder sind es die erfahrenen Kollegen? Na, normalerweise bringe ich die Grafik ein bisschen weiter hinten. Dann ist schon viel Wissen darüber da und dann kommt oft die richtige Antwort. Aber auch da irren sich die Leute noch und sagen, nee, nee, es sind halt die Digital Natives, klar, die haben Bock drauf und die sind gut mit KI und Technologie und so, alles, was das betrifft. Wir werden später nochmal rausarbeiten. Es geht darum,
gute Kommunikation hinzubekommen, Kontext zu erklären. Ja, und das können eben Leute, die mehr Erfahrung haben. Die kennen den Kontext der Unternehmung. Und das heißt, erfahrene, ältere Mitarbeiter, auch Manager, haben eigentlich viel bessere Möglichkeiten, KI zu nutzen aktuell, in der Basisversion zumindest, ja, ohne dass jetzt ein großes IT-Integrationsprojekt läuft, sondern einfach so, wie KI momentan verfügbar ist, generative KI. Aber die wissen es oft nicht. Ne? Denen ist es nicht bewusst. Die haben Berührungsängste, die sind vorsichtig und dadurch geht enormes Potenzial verloren, weil genau diese Menschen hätten eigentlich die viel besseren Möglichkeiten. Ja, die Jungen, die nutzen es zwar, aber da gibt es auch zumindest anekdotische Evidenz von Kollegen von mir, also einer Promotionszeit, habe Wirtschaftsinformatik promoviert, ich weiß gar nicht, ob ich das eingangs gesagt hatte, und bin letztes Jahr fertig geworden. Ja, da hatte ich noch viel mit aktuellen Forschungsthemen auch zu tun. Und die haben erzählt, ja, die Studenten, die dann immer wieder in den Trainings und Studien dabei sind, die denken zwar, sie sind gut im Prompten, weil sie das täglich tun, aber tatsächlich sind deren Prompts sehr, sehr oberflächlich und berücksichtigen einfach den relevanten Kontext selten. Also daher, insbesondere ältere Mitarbeiter sollten erfahren, erleben in den Trainings, dass sie eigentlich viel mehr damit machen können. Und bei dem Thema Warum packe ich gern diese Kurve mit rein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig in unserem Setting, weil ich will ja auch über die Trainingformate sprechen, weniger zu tief in die Inhalte reingehen. Aber was ich damit zum Beispiel mache, ist, die Leute so ein bisschen zu schocken. Rational Drowning nennt sich das ja auch. Ja, und darüber auch abzuleiten, wie Menschen denken. Ja, das ist dann so ein Trainingselement. Was die Kurve letztendlich zeigt, ist exponentielles Wachstum und das in einer Logarithmuskurve. Und ich gehe es einfach mal ganz schnell durch, ja, ohne jetzt den großen Spannungsbogen aufzubauen. Ich frage dann letztendlich, wenn man über die Rechenoperation pro Sekunde nachdenkt, was hier angezeigt wird, wenn in den 1970er Jahren 10 Millionen Rechenoperationen waren, ungefähr so bei einem Viertel von dieser Kurve. Und 2010 war es ungefähr die Hälfte. Wie war die Steigerung? Ja, von 10 Millionen auf 20 Millionen, macht ja Sinn, von Viertel auf ein halbes. Und da komme ich mit so System 1, System 2 Denken, was sich dann wieder auf die KIs überträgt. Aber tatsächlich sind es 100 Billionen, also ein Wachstum um 1 Million. Wenn man dann hinten diese Steigerung nochmal sieht, da geht es dann Rechenoperationen pro Sekunde 100 Quadrillionen. Also dieses enorme Wachstum, 360% Rechenleistungssteigerung pro Jahr, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, da dann immer der Aufruf, hey, wenn ihr 360% Zins pro Jahr habt, das ist was, wo ihr investieren wollt, wo ihr eure Zeit investieren wollt. Und das ist zumindest insofern halt für viele dann so ein bisschen so dieses Wow-Effekt. Okay, ich muss mich da mal beschäftigen. Was man damit verknüpfen kann als Learning ist eben, dass man, wenn man jetzt letztes Jahr schon irgendwas versucht hat mit KI und es hat noch nicht funktioniert, das ist dieses Jahr schon eine ganz andere Nummer. Das kann sein, 360% Steigerung in der Rechenleistung, dass es dieses Jahr dann funktioniert. Ja, und diese Sprünge, die sich da gerade ergeben, die sind enorm. Das ist so ein bisschen die mathematische Darstellung. Die verknüpfe ich dann gerne mit so was Visuellem, ja, so als Gegenpol, dass man das auch so ein bisschen, okay, was heißt denn das jetzt? Und am Anfang habe ich Bilder genommen, aber Bilder sind inzwischen sozusagen gelöst. Ja, KI-Bilder, man weiß ja gar nicht mehr, ob es jetzt ein KI-Bild ist oder nicht, ja, schon seit einer Weile. Wobei jetzt wieder ein neues Modell rauskam, zeige ich am Schluss nochmal. Das macht doch nochmal für komplexe Grafiken einen Riesensprung. Ähm, Videos habe ich dann genutzt, ja, so von Will Smith beim Spaghetti-Essen. Das war so ein KI-Video von früher. Was ich jetzt mal auch mit aufgebaut, also je nachdem, in welchem Umfeld, was ich kürzlich mit aufgenommen habe, ist Roboter, weil das ist auch ein spannender Zusatzaspekt. Embodied AI, also KI, die in einem Body, einem Körper steckt, also Roboter. Auch da ergeben sich riesige Schritte. Das ist natürlich nicht für alle Arbeitsgruppen jetzt direkt relevant, aber je nachdem, und da will ich einfach mal kurz zeigen, wie Roboter beim chinesischen Neujahr 2025 funktioniert haben. Und ich habe das damals auch, wie die meisten, so ein bisschen belächelt, so im Sinne von, ja, sieht ja ganz nett aus, immerhin, sie fallen nicht um. Ja, das ist ja schon viel mehr und wedeln ein bisschen, ja, ganz toll. Ja, und exponentielles Wachstum heißt halt, dass es da riesige Sprünge gibt und wie das aussah jetzt 2026 ist diese Form.
Also wer das vielleicht schon mal gesehen hat, das ist schon enorm beeindruckend, was da in dieser kurzen Zeit innerhalb KI, welche Sprünge da sind, ja, mit diesem exponentiellen Wachstum. Da kommen wir Menschen gar nicht richtig klar damit. Ja, das muss einfach den Leuten auch mal bewusst sein, da passiert gerade was. Ich muss mich beschäftigen damit. Ja. Ich kann das nicht ignorieren, das geht zu schnell, als dass man es ignorieren kann. Warum abgeschlossen? Jetzt kommen wir zum Wie. Ja, wie kann man es angehen? Und da hatte ich neulich auch mal schon bei LinkedIn so eine Grafik gepostet. Das ist zum Beispiel dieses neue Bildmodell, was sehr gut funktioniert. Es kann sehr komplexe Themen direkt visualisieren, auch mit einem guten Text. Also da gibt es keine Rechtschreibfehler mehr, da gibt es keine Artefakte mehr, dass irgendwo was falsch ist. Also in Teilen schon noch, aber es ist viel besser geworden. Und ich möchte mal ganz kurz diese 5 Trainings durchgehen und daran auch nochmal so dann wieder inhaltlich einsteigen und zeigen, was dann in den jeweiligen Trainings relevant sein kann. Also das eine, ihr seht es auch schon an der Darstellung, ja, so ein Webinar, was wir jetzt auch heute machen, also es ist natürlich sinnvoll, ja, also man lernt auch was. Ich habe hier unten Training und Ergebnis einfach mal qualitativ, ja, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, das ist einfach so ein bisschen Anekdotenthema, natürlich aus den Learnings, die wir haben. Man wird halt schnell abgelenkt, ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr jetzt voll dabei seid, euch voll konzentriert oder nebenher nochmal die E-Mails checkt. Das könnt ihr ja selber euch hinterfragen. Aber so laufen halt Webinare ab. Ja, so diese Klick-Trainings, die man auch in Konzernen oft macht. Da habe ich manchmal die Zeit gestoppt, einfach um zu testen, wie schnell ich da durch bin. Das hilft für so ein bisschen so Grunderkenntnis. Das hilft insbesondere da, um so ein bisschen mal aufzuwachen. Also dieses Warum aus meiner Sicht im Sinne von, oh, ich verstehe zumindest, ich muss mich damit mehr beschäftigen. Dafür ist es, glaube ich, sehr gut für solche Impulse. Aber man muss eben auch verstehen, dass zum einen das Trainingserlebnis begrenzt ist. Ergebnis ist nochmal was anderes, was ich damit verknüpfen möchte. Das ist da natürlich nicht gegeben. Ja. In der Regel wird dann nichts als Ergebnis generiert. Ja. Vielleicht mal eine Umfrage oder so, die dann ganz spannend ist. Dann, was wir zum Beispiel in Basistrainings machen, ist, wie ich vorhin gesagt habe, eben sehr viel erstmal verstehen, erstmal erste Prompts umsetzen, typische Anwendungsfälle. Was hier spannend ist, aus meiner Sicht, ist die Diskussion um das ganze Prompt Engineering. Viele nutzen das als Aufhänger. Ja, ihr müsst Prompt Engineering lernen. Ich finde den Begriff überhaupt nicht gut, weil es so ein bisschen vermittelt, dass es unglaublich komplex ist, unglaublich schwierig, dass man dann gibt es die nutzen wir dann aber auch, ja, so Prompt Frameworks, wo man sagt, guck mal, ein guter Prompt besteht aus folgenden Elementen. Und es hilft insbesondere für den Anfang, ja, das werdet ihr auch nachher sehen, wenn wir das bei strategischem Prompting machen, eine Struktur hilft, um an alle relevanten Themen zu denken. Man muss sich dann aber auch lösen können wieder oder das zumindest nur als Beispiel bringen, damit die Leute nicht in diesen Boxen bleiben, im Sinne von, ich muss immer so arbeiten, sondern lernen und verstehen, dass es um gute Kommunikation geht. Ja. Und da, glaube ich, ist es ein Riesenunterschied, wie man solche Basistrainings aufsetzt. Bei einem Kunden wurden wir auch mal in ein Training mit eingebracht, um mal zu verifizieren, wie ein anderes Training aussieht und läuft. Und das war wirklich so Basis und auch von der Erklärung her eher so im Sinne von, hey, ihr müsst unbedingt aufpassen und es ist eigentlich super gefährlich. Und da wurde dieses Beispiel genutzt, was vor Jahren mal relevant war, dass irgendeine KI in den USA mal gesagt hat, naja, um eine Pizza, damit es gut haltbar ist, ja, dass da nichts runterfällt, muss man noch Kleber draufpacken auf die Pizza, damit die Salami nicht verrutscht oder so. Also natürlich war schon vor Jahren und dieses Beispiel jetzt noch gebracht. Das sind so Sachen, unterscheidet sich die Qualität sehr. Ich zeige auch mal kurz noch einen Ausschnitt von einem anderen Basistraining. Fortgeschrittenen Trainings für uns kann man eben ganz konkret, also in fortgeschrittenen Trainings kann man einfach auch schon mehr reinpacken. Das heißt, ähm, man kann auch mit den Grundlagentechnologien arbeiten. Man braucht gar nicht die neuesten, besten Tools wie Microsoft 365. Allein schon mit dem, was man hat. Viele wissen noch nicht mal, dass es Reasoning-Modelle gibt und Deep Research als Elemente. Ja, und das sind so Themen. Ähm, Allein da ändert sich natürlich das Prompten komplett, ja, wenn man das gelernt hat. Dann gibt es Promptathons, da erzähle ich gern noch mal mehr davon, weil ich das als aktuell beste Trainingsform halte. Ähm,
Da lernt man sehr viel, wenn man selber Hand anlegt und da kommt auch ein Ergebnis raus. Ja, das heißt, man löst konkrete Challenges und daher ist das aus meiner Sicht eben das Beste, was man tun kann. Manchmal ist es aber auch so, dass man wirklich eher ein Ergebnis haben möchte. Da bieten sich zum Beispiel Workshops an, die sind dann eher geführt, die Ergebnisse sind schon vorgedacht und dann kommt auch was raus. Ja, und man lernt nebenbei trotzdem noch was. Ja. Und die Trainings, da kann man so ein bisschen spielen zwischen wie viel Training will ich, wie viel Ergebnis will ich, ja, Problemlösung. Und anhand dessen möchte ich da einfach noch ein bisschen deutlicher durchgehen, dass ähm, ihr das auch versteht. Das ist so ein Beispiel, ich will es gar nicht schlecht machen. Es ist von Microsoft. Zusätzlich nutzt Teams tatsächlich auch diese eigenständige Version der Microsoft 365 Copilot App, um auf Teams-Nachrichten zuzugreifen. Also ich würde es ja auch jetzt gar nicht groß abspielen wollen. Also ich habe mir da so einen Timer rausgenommen aus einem längeren Training für Executives. Also das geht 1,5 Stunden. Was ich dann rausgestellt habe, weil ich mir zwei der Trainings angeschaut habe, für Executives und für Sales, dass die erste Dreiviertelstunde war identisch, also wirklich identisch, fast schon Stunde, wo er einfach so Basisthemen erklärt hat, 1 Stunde lang. Mir ist es schwer gefallen zuzuhören, obwohl mich das Thema total begeistert und ich natürlich immer nach Neuigkeiten suche, die ich selber noch nicht kenne, weil sich das alles so schnell entwickelt. Aber es war schon echt hart. Ja? Und da ist halt die Frage, gerade das Thema, wie macht man Training für Executives, wie macht man Training für Sales? Reicht es so ein bisschen in Basis, 1 Stunde exakt identisch und dann noch hinten raus so ein paar generische Beispiele? Nehmen sich Executives dann wirklich dafür die Zeit? Das mal als offene Frage. Ich habe natürlich auch eine sehr starke Meinung dazu, die ich dann jetzt im Weiteren noch mal darlegen werde. Ein spannendes Bild, wir sind ja noch beim, wie geht man Trainingsthemen an? Bei einem unserer Kundenprojekte, da haben wir eben auch eine KI-Community unterstützt. Ich glaube, den Teil habe ich rausgenommen, die Technologie-Adaptionskurve. Das ist so ein wissenschaftliches Konstrukt, was eigentlich sagt, ich glaube, es kommt sogar noch. Naja, es gibt Vorreiter, die gern neue Technologien nutzen und es gibt Personen, die sich eher wehren bei Technologien. Das heißt, man kann eigentlich nicht mit allen gleich agieren, ja, mit der kompletten Belegschaft direkt loslegen. Alle müssen KI können und lernen und man hat Standardtrainings für alle. Was wir da schön rausgearbeitet haben, waren verschiedene Ebenen, dass wir gesagt haben, naja, es gibt halt die Standardbelegschaft und dann gibt es die KI-Community. Das sind Leute, die sich interessieren, da gibt es Angebote dafür, da gibt es Trainings dafür. Also Trainings gibt es auch für die restliche Belegschaft. Aber die KI-Community hat nochmal Austauschformate und denen werden spezielle Trainings nochmal angeboten. Und wenn aus der KI-Community sich Leute noch stärker einbringen wollen, auch insbesondere, das ist eine Unternehmensgruppe mit verschiedenen Bereichen. Dann gibt es jetzt für die Bereiche jeweils auch KI-Botschafter. Das sind Leute, die dann auch sogar ein bisschen Zeit kriegen, sich speziell mit KI zu beschäftigen ähm, und hier auch Trainings zu koordinieren, anzubieten oder zumindest einen Austausch zu ermöglichen, gerade was neue Anwendungsfälle angeht. An der Spitze gibt es auch für die Unternehmensgruppe zwei Community Manager, die das alles so ein bisschen koordinieren, die Fäden in der Hand halten, schauen auch, wer kriegt das Recht, sozusagen KI-Botschafter zu werden. Und dann, das ist auch ganz spannend, hat man daneben nochmal so eine Maker-Community. Ja, weil wieder alle in einen Topf zu werfen, auch für Trainings, ist schwierig. Das heißt, es gibt spezifische Maker. Das sind Leute, die gerne basteln. Ja, die können auch KI-Botschafter sein, da gibt es auch Personalunion manchmal, aber häufig sind das einfach Leute, die bauen gern und denen sollte man extra Möglichkeit bieten, extra Inhalte bieten. Und diese Maker-Gruppe zum Beispiel, die nehmen Themen auf. Gerade, wir kommen nachher vielleicht noch dazu, Assistenten bauen ist relativ einfach, können relativ viele machen. Aber gut ist natürlich, wenn man da dann so ein paar Leute haben, die Bock drauf haben. Und wenn dann Ideen entstehen aus der KI-Community oder von den KI-Botschaftern aufgenommen, auch konsolidiert, dann gehen die an die Maker und die fangen dann an zu bauen und zu testen und diskutieren dann mit denen, was da gut funktioniert. Und wenn das dann gut genug funktioniert, dann geht es an die IT, die bauen das dann stabil und stellen das dann sozusagen einer breiteren ähm, Belegschaft zur Verfügung. Ja, dann profitieren die von den Ideen, die dann hier entstehen und gebaut worden sind. Also das ist ein Beispiel, wie man über einzelne Trainings hinweg dann auch gehen kann. Also nochmal zu dem Thema, wie sollte man
KI-Trainings dann angehen. Jetzt kommen wir zum Was. Ja, wir haben das Warum besprochen, wir haben das Wie besprochen, was kann man jetzt tun? Und da gibt es zum einen mal ein ganz wichtiges Verständnisthema, das wir haben. Es ist tatsächlich so, dass wir mit klassischer KI in Deutschland schon sehr lange unterwegs sind. Ja, wir sind da sehr gut. Der klassische KI heißt klassisches Machine Learning. Man baut Modelle für einen bestimmten Anwendungsfall. Und viele verwechseln das noch, weil das wird alles unter KI gepackt. Ja. In unseren Trainings am Anfang haben wir auch gern dann immer so einfach mal so Buckets einmal hingestellt, wo man dann gedanklich oder auch als Zettel Anwendungsfallwelle reinschmeißen kann, ja, weil viele hatten dann noch so verschiedene Ideen, was könnte die KI denn tun? Und ganz viele Themen wurden dann in Prozessautomatisierung geworfen, weil das ist gar keine KI, das ist einfach was im Sinne von, ach, wenn die E-Mails reinkommen, die müssten dann doch direkt weitergeleitet werden. Ja, solche Themen, die immer gleich ablaufen, die können automatisiert werden. Am mächtigsten natürlich aktuell, und das machen wir sehr gern, in Kombination mit KI, generativer KI. Und generative KI, da spielt jetzt sozusagen die Musik, das ist so das neue, Besondere. Das sind halt Modelle, die sind schon enorm groß. Die können schon out of the box sehr viel. Ja, viele haben noch, und da gibt es wirklich auch Probleme damit, so im Kopf, naja, wir müssen erstmal die Dateninfrastruktur sauber hinbekommen, bevor wir mit KI anfangen. Das war in dieser klassischen Welt richtig. Aber in der generativen Welt, man kann da direkt loslegen mit manchen Anwendungsfällen, ohne dass man erstmal die komplette Infrastruktur im Unternehmen sauber kriegt. Und diesen Gedanken-Switch, den haben viele noch nicht verstanden. Und deswegen gerade im Mittelstand passiert da momentan noch viel zu wenig, weil genau das eben noch nicht klar und verstanden ist. Diese Sortierung hilft erstaunlich viel, ja, auch in Gesprächen, weil manchmal selbst Experten aneinander vorbeigesprochen haben, wie ich erlebt habe. Und daher nur uns schon mal im Was tut man denn? Ja, wir konzentrieren uns heute insbesondere auf generative KI. Die Mischung ist aber auch ganz spannend. Wir haben in dem Zusammenhang auch so eine, also wir machen ja nicht nur Trainings, ja, wir machen ja eine Mischung aus Beratung von Unternehmen, wie man KI einsetzt, zum Beispiel mit KI-Communities, mit konkreten Anwendungsfällen. Wir machen Trainings, ja, die sich daraus auch ableiten und wir machen Implementierungsprojekte, also ganz konkret, wie lässt sich KI einsetzen und damit lernen wir natürlich auch wieder für Beratung und Training, aber ich wollte nie der Berater sein, der schön Folien zeichnet und dann sagt, na, viel Erfolg. Sondern das wirklich auch inhaltlich begleiten. Und aus diesen Aktivitäten, Beratung, Training, Implementierung, haben wir folgende Kurve entwickelt. Ist auch wissenschaftlich sozusagen fundiert, wenn man so will. Ich habe ein Paper veröffentlicht, das wird bald veröffentlicht, ist schon akzeptiert. Und die Kurve zeigt eine Integration, eine Automatisierung. Ja, und am Anfang steht das Prompting, also das Eingeben in die KI, also die Kommunikation mit der KI. Und daraus lassen sich dann sehr schön KI-Assistenten ableiten. Also das Thema KI-Assistenten ist eben der Punkt, wo man dann gerade anfangen sollte. Das ist sehr gut machbar. Microsoft Copilot, GPTs, Gems und ähnliches. Das ist praktisch, wenn man einen guten Prompt hat, der immer wieder benötigt wird, dann gießt man den in einen Assistenten. Also das macht sehr viel Sinn als Stufe. Ab dann wird es schon schwieriger, wenn man direkt dorthin springt. Es gibt manche, die sagen, ach, wir wollen den ganzen Prozess automatisieren mit KI. Das sind dann schon große Projekte, wenn man direkt dorthin springt, weil es wird dann automatisiert und integriert, also eine Komplikation in zwei Richtungen. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn man aber gute KI-Assistenten hat, zum Beispiel haben wir bei E.ON ein sehr erfolgreiches Projekt, was 50% der Zeit einspart für diese Aktivität. Das ist eine Teilaktivität von der Rolle, die die Personen begleiten. Und da kann man jetzt anfangen, von einem sehr, sehr guten, funktionierenden Assistenten nach vorne und nach hinten zu integrieren und natürlich die Datenübergabe und sowas immer weiter zu automatisieren, immer mehr zu integrieren. Und dann ist es nicht ein Megaprojekt, wo am Ende dann hopp oder top, entweder es klappt oder es klappt nicht, sondern man entwickelt KI-Assistenten dorthin. Und viele, die denken jetzt schon an Agenten. Ja, das ist auch cool, was da gerade in den letzten Monaten abgeht. Unglaublich. Aber das ist für Organisationen eher, wenn man Spielmöglichkeiten hat, Innovationsmöglichkeiten, gerne. Aber für Organisationen, die sind dann automatisiert und integriert, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, wenn man die vorherigen Schritte schon gemacht hat, dann macht es so total viel Sinn. Aber direkt dorthin zu springen, hat alle möglichen Komplikationen. Darum soll es nicht gehen, aber das ist auch so ein Teil der Trainings, wie wir dann zeigen, guck mal, da entwickelt ihr euch weiter. Für Trainings natürlich aktuell, weil das Einsteigerthemen sind,
sehr stark Prompting. Wie macht man Prompting? Was wir dann aber festgestellt haben, ist, und ich gehe da mal rein, ja, operativ maßgeblich. Lustigerweise eine der größten Erkenntnisse, die man in so einem Training manchmal insbesondere auf Executive-Niveau vermittelt, sind dann Tastenkürzel. Ja, also so nur mal kurz angerissen, ja, das war total spannend, dass in einem größeren Training, wir hatten das mit Top 40 Führungskräften von einer Unternehmensgruppe, und die waren total geflasht von und rückgängig mit Steuerung Z oder so. Ja, und das sind manchmal, also das zeigt aber auch die Bandbreite, wo man die Leute abholt. Was wir versuchen in den Trainings halt ist in verschiedenen Niveaus gleichzeitig zu adressieren. Da können wir nachher gerne noch ein bisschen drüber reden. Also Superpower ist manchmal, weil man insbesondere bei manchen Themen Steuerung C, Steuerung V braucht, tatsächlich sind dann Shortcuts, die wir auch mit einfließen lassen. Ein anderes Thema, was wir sehr gerne mit einbringen, weil das noch nach wie vor super gut funktioniert, ist der Unterschied zwischen einem Taschenrechner und einem Werkstudenten. Ja, es ist eine Maschine, aber man kann KI viel besser wie ein Werkstudent begreifen. Ja, da unten, ich gehe jetzt gar nicht so in die Details, das ist ein Teil der Trainings dann, da lassen sich ein paar ganz interessante Aspekte ableiten, die den Menschen unglaublich hilft, diese Angst zu nehmen, oh, ich muss jetzt Prompt Engineering lernen, ja, sondern das zu vermitteln, dass es eigentlich gute Kommunikation ist. Was wir gemerkt haben, war beim Prompting, die meisten machen das operativ oder generell KI-Einsatz, generative KI wird aktuell sehr operativ eingesetzt. Also das soll diese Waage zeigen. Momentan sind alle auf dem operativen Trip. Und das ist schwierig, ja, weil teilweise halluziniert die KI, das nutzt, und das ist auch zu kurz gesprungen, ja, weil das sind so alltagsbanale Sachen im Sinne von, fass mir mal meine E-Mail anders zusammen oder also schreib sie mir um, fass mein Meeting zusammen oder automatisiere mir einen Prozess oder auch ein Chatbot nach extern, was sehr schwierig ist, weil man da sehr hohe Zuverlässigkeit braucht. Die wenigsten betrachten die strategische Ebene, ja, die Führungskräfte. Also wir hatten einen Promptathon mit 80 Leuten und da war keine Führungskraft dabei. Da war ich echt irritiert, wo ich gedacht habe, das hat so ein bisschen bei mir angestoßen, warum waren da keine Führungskräfte dabei? Müssen die nicht prompten? Ja? Und das zeigt so ein bisschen, dass momentan die meisten dieses Prompting, KI-Einsatz als operatives Thema betrachten. Es hat sich dann aber herausgestellt, weil wir das eben verfolgt haben, dass die strategische Ebene viel besser funktioniert. Also den Hebel, den man da hat, der ist viel höher und viel größer. Die Führungskräfte verdienen viel mehr Geld, wenn die sich plötzlich erheblich Zeit sparen. Also das ist ein Riesending, und das kann man unterschiedlich angehen. Ja, ich würde jetzt nochmal, also da komme ich noch mal zurück, wie geht man das an? Aber ich möchte auch insbesondere nochmal das Thema Promptathon aufgreifen, weil es dann auch darum geht, halt bei den Führungskräften, die wollen halt nicht so ein Executive Training, was ich vorhin gezeigt habe, 1,5 Stunden allgemeines, ich würde jetzt fast sagen bla bla, aber ich sag mal allgemeine Infos über KI, die wollen ihr Problem lösen. Na, das ist eine der Erkenntnisse, die wir da hatten. Wenn man den Führungskräften sagt, guck mal, ihr habt Probleme auf dem Tisch, strategische Probleme, jeden Tag, unterschiedliche Größe, wir können im Training euer Problem lösen. Ja, und das ist Promptathon. Also der bringt mal ein Problem mit, das leitet sich von Hackathons ab. In einem Konzern kennt man die Thematik Hackathon. Und das in Mischung mit Prompting. Ja, also Hackathon ist, Hacker setzen sich ein Wochenende zusammen und hacken auf ein Problem los, sozusagen, bauen eine App, die das Problem löst. Prompting kann jeder, es ist einfach nur Sprache und gleiches Konzept. Man setzt sich zusammen, man kämpft mit einem Problem und löst es gemeinsam. Also es steht da die Problemlösung mehr im Vordergrund als das Training, aber das ist natürlich ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt dabei. Da geht es dann auch immer zur Sache oder oft zur Sache, weil je nachdem, wir gestalten die Promptathons sehr flexibel. Wenn man sagt, okay, wie viel Zeit braucht es denn? Der kürzeste Promptathon, den ich gemacht habe mit ein paar Studenten, war eine halbe Stunde. Der längste, den wir gemacht haben, war halt ein Tag praktisch. Und je nachdem, wie man das konsolidiert, also 2 Stunden geht auch mal, dann ist das Ergebnis natürlich nicht so gut, wie wenn man das jetzt halt über einen Tag macht, wo man sich wirklich auch mit den Inhalten mehr beschäftigen kann. Aber dann muss man so die verschiedenen Sprints, die wir da eingebaut haben, relativ knackig angehen und auch mal irgendwann knackig beenden, weil theoretisch die Leute natürlich in unterschiedlichen Teams länger arbeiten würden. Also es ist ein Training, da weise ich immer im Vorfeld schon drauf hin. Das wird jetzt auch manchmal frustrierend. Und da kommen die Leute, wenn man drüber redet, auch sehr gut damit klar. Ja,
aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das anspricht, diese Frustration schon mal vorwegnimmt. Und das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt dann unterschiedliche Promptathons, weil auch da, also wir reden ja auch darüber, wie unterschiedlich die Trainings sind. Ohne jetzt zu sehr, es ist eine kleine wissenschaftliche Studie, die ich jetzt ja aufgebaut habe. Das sind jetzt Anekdoten aus unserem eigenen Erleben, wo wir natürlich auch andere Trainings anschauen, aber auch spezifisch dann diese Trainings durchgeführt haben. Zum Beispiel, das biete ich auch nachher an, wir machen so ein Promptathon allgemein für Office-Themen, operativ, und machen wir zum Beispiel kostenlos online. Da zeige ich nachher mal einen Link dazu. Gerne da Werbung machen. Ich habe den jetzt erst die Woche veröffentlicht. Das ist sowas, ja, mal als Einstieg. Und ich denke, das ist auch gut. Man kann jetzt strategische Promptathons machen für Führungskräfte. Häufig wollen wir dann halt eben schon in konkrete Themen reingehen, also möglichst nicht zu allgemein, sondern möglichst schon weiter runterkommen, dass man sagt, ganz konkrete strategische Fragestellungen, die die Führungskräfte in dieser Organisation haben, dass man die gemeinsam bearbeitet. Ja, also wir werden da zum Beispiel im Nürnberg Digital Festival, haben wir so einen Promptathon, den wir mal anbieten, in einer Mischung mit weiteren Stufen, aber genau, das soll mal ein bisschen das Konzept zeigen. Und wenn man jetzt, und das ist eben auch ganz spannend, aus diesem strategischen Prompting, was ich gleich ein bisschen beschreibe, Konzepte generiert, dann geht es natürlich auch darum, diese Konzepte umzusetzen. Und da machen wir zum Beispiel jetzt auch Promptathons für Projektmanager spezifisch. Das heißt, ich habe ein Konzept toll erstellt, jetzt geht es an die Umsetzung. Wie kann ich die Umsetzung von Projekten, von Herausforderungen mit KI unterstützt machen? Und das kann man dann ganz konkret im Training gemeinsam erarbeiten. Und grundsätzlich halt die strategischen Themen sind, um dicke Bretter zu bohren, ja, um schwierige Aufgaben, Pläne zu erstellen, um diese Aufgaben zu lösen. Ja, da kann man nicht der KI sagen, löse mir das mal und zack, habe ich ein Ergebnis. Bei operativen Themen geht es halt darum, ich schreibe da was rein, mache mir einen Bericht, mache mir eine Zusammenfassung, mache mir einen Newsletter oder so und ich kriege direkt ein Ergebnis zurück. Aber es geht bei den dicken Brettern nicht, da muss man halt eine Weile bohren, unterschiedliche Stakeholder, verschiedene Abhängigkeiten und so weiter. Und das würde ich ganz kurz mal. Hallo und herzlich willkommen. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie strategisches Prompting funktioniert. Genau, wer es vielleicht erkennt, der Werkstudent ist aufgewachsen. Ja, der Werkstudent war schon ich, der Berater jetzt bin auch ich. Der ist ein bisschen, hat sich entwickelt, ja, ist jetzt auch animiert und kann was sagen. Im Hintergrund sieht man den Cheat Sheet, den wir dazu gebaut haben zum strategischen Prompting mit den 6 Schritten, die ich ganz kurz hier umreißen würde. In so Trainings, je nachdem wie viel Zeit man hat, haben wir da eine entsprechende Dokumentation dahinter. Grob zum Ablauf. Man fängt mit der Zielstellung an. Ja. Das ist nämlich total wichtig und wird total unterschätzt. Ihr könnt mal überlegen, eure strategischen Herausforderungen, die ihr so habt, eine Umorganisation oder ähnliches, Implementierung von neuen Produkten, neue Marketingstrategie, neue Vertriebsstrategie und. Also das sind die großen Themen, ja, da hat man tagtäglich unterschiedliche andere strategische Herausforderungen. Wenn man die Zielstellung hat, ist oft so vage da, ja, und verschiedene Personen haben unterschiedliche Aspekte bei der Zielstellung. Und das ist unglaublich hilfreich, das mal zusammen zu konsolidieren und sich eine Zielstellung geben zu lassen. Varianten, wo man sich dann auf eine einigt, das ist sozusagen Schritt 1. Ich gucke gerade auf die Zeit, ich bin doch ein bisschen hinten dran, weil wir ein bisschen später eingestiegen sind, aber gehe es kurz durch nochmal. Kontext, intern, extern. Externen Kontext kann die KI super helfen, Marktrecherchen zu machen, mit Deep Research zum Beispiel. Intern geht es halt darum, wirklich die entsprechenden Rahmenbedingungen, die intern gelten. Welche Abteilung hat vielleicht ein Problem mit einer anderen, so ein bisschen, wo gibt es Konflikte, wo gibt es Ressourcenengpässe, was sind überhaupt für Ressourcen da, welche Erfahrungen wurden schon gemacht, welche Projekte liefen schon mal schief. Also all dieser interne Kontext, der zu der Zielstellung passt, der wird hier gesammelt. Und dann, das ist das Spannende, so ein bisschen Netz und doppelter Boden, die KI ist unglaublich stark, Fragen zu stellen, um weiße Flecken aufzudecken. Das hatten wir zum Beispiel bei Siemens Healthineers mal gemacht, mit jemandem, der eine Umorganisation eher so betroffen war. Er war nicht ganz oben zur Gestaltung, sondern eher 2 Ebenen drunter. Der musste jetzt auswürfeln und dann hatten wir das mal durchgespielt und allein die Fragen, der war so begeistert von dieser Fragenliste, wo er gemeint hat, hätten wir das am Anfang der Umorganisation mit berücksichtigt, das wäre so viel besser und schneller gelaufen. Dann stellt sich daraus, wenn man die Fragen beantwortet, ein Konzept. Auch da kann man iterieren und viele sind dann oft mit diesem Konzept zufrieden. Ja, aber da geht es dann weiter, weil man kann
mit KI inzwischen in diese strategischen Konzepte reinzoomen, ja, dass man sagt, okay, wir können da nochmal einzelne Aspekte, die nur angerissen sind, nochmal uns ausbauen lassen, erarbeiten lassen und so wirklich zum Beispiel bei einer Umorganisation, aber auch bei irgendwelchen strategischen Themen sagen, wer macht wann bis was. Ja, und das so ganz konkret runterzubrechen, das ist den meisten noch gar nicht bewusst, dass das so gut funktioniert. Und am Schluss geht es um Kommunikation, ja, individualisierte Kommunikation. Da kommuniziere ich die Idee, das strategische Konzept anders dem CEO als den Mitarbeitern, als externen Kunden und so weiter. Also auch das kann man da lernen. Und da würde ich mal ganz mutig behaupten, sind wir, das ist keine Rocket Science an sich, aber vom Konzept her auf einer Stufe mit Lean und Agile, wer das kennt. Ja, Lean hat die Produktion revolutioniert. Toyota hat das irgendwann mal für sich als Toyota Production Principles entdeckt oder entwickelt und das inzwischen ist Lean in jeder Produktion weltweit ein Konzept. Ja, das sind so gewisse Prinzipien und gewisse Tools, die man da einführt. Agile aus dem Softwareentwicklungsumgebung, auch da hat es die Softwareentwicklung revolutioniert. Und aus meiner bescheidenen Sicht wird strategisches Prompting Entscheidungen auf Management-Ebene revolutionieren, weil wir da ganz anders nach vorne hin umgehen werden. Das ist also aus meiner Sicht ein Riesending. Ich würde das gern auch mit Partnern skalieren. Also wir werden das mit Partnern skalieren. Das fängt auch schon an. Das heißt, je nachdem, wenn ihr jetzt im Call oder auch die später das Recording sehen, da mit uns zusammenarbeiten wollen, würde uns sehr freuen. Das ist ein Konzept. Wir sind jetzt schon mit sehr großen Unternehmen aktiv. Initial erste Workshops. Die Rückmeldungen sind so gut. Letzte Woche zum Beispiel Siemens Mobility mit 30 bis 40 Führungskräften von Teamleiter bis BU-Leitung war dabei und alle waren begeistert. Das heißt, es wird relativ schnell skalieren. Bei den großen Unternehmen, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit Name-Dropping, aber da tut sich gerade sehr viel mit unterschiedlichen. Und dann hoffe ich aber auch über Partner, über Netzwerke eben sowas auch im deutschen Mittelstand zu etablieren zu können, weil die profitieren davon natürlich am meisten. Die haben keine Strategieabteilung, die können sich externe Berater nicht leisten. Wenn die verstehen, wie KI denen bei ihrer Strategie hilft, bei ihren strategischen Problemen, das ist ein Riesending, ja, ein Riesenbrett, was wir gemeinsam in Deutschland möglichst schnell voranbringen sollten. Das heißt, kontaktiert mich da gern, wenn ihr Interesse habt, so ein Thema, dann machen wir das am Anfang mal gemeinsam beim Kunden und dann über so ein kleines, simples Lizenzmodell kriegt ihr dann immer die neuesten Impulse. Weil tatsächlich strategisches Prompting ist so ein bisschen der Einstieg. Ja, wir haben jetzt eine zweite Kurve. Die eine war die operative Kurve, die andere ist die strategische Kurve. Strategisches Prompting ist ein ganz toller Einstieg für strategische Themen, aber das geht dann zum Beispiel weiter, also strategisches Prompting, es geht dann weiter mit so Leadership-Assistenten, die wir gerade bauen, auch schon bei den ersten Kunden im Einsatz haben, die kommen super an, sind relativ simpel noch, ja, das kann man schnell aufsetzen, ist gar kein großes Thema. Wo wir auch dran sind, ist so Thema Wissensmanagement und Entscheidungsworkflows, dass man, wenn man strategische Entscheidungen wie jetzt ein Update der Strategie oder auch Marktausrichtung und so schnell adaptieren will, dann will man es regelmäßig machen. Wissensmanagement, wenn Personen aus dem Unternehmen gehen, wie erhält man das Wissen? Aber das adressieren wir auch gerade initial. Und dann hinten raus, da haben wir gerade einen EU-Horizon-Projektantrag abgegeben. Das meine Firma SMC, der Konsortialführer, 14 Konsortialpartner über 6 Länder, also es ist wirklich so ein EU-Projekt, Konsortium und da, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu können aufgrund der Zeit, denken wir so in sehr komplexen schon Organisationszwillingen sozusagen. Und das heißt, wer da mit uns diesen Weg gehen möchte, das würde mich sehr freuen. Ja, unser gemeinsamer Einstieg, ganz simpel, strategisches Prompting mit einem Riesenhebel. Also wer mich jetzt gerade fragt, von all den Sachen, die wir tun, wo ist gerade der größte Mehrwert bei generativer KI? Strategisches Prompting. Ja, und das kann man ganz toll als Workshop, als Promptathon, einfach mal als Online-Training mal zeigen. Also sehr flexibel und toller Einstieg. Nach vorne hin wird es dann so weitergehen, dass es so ein bisschen mehr auch in die Agententhematik geht. Ja, wir haben jetzt auch schon Workshops, die explizit nachgefragt werden. Lasst uns mal gemeinsam so einen Agenten bauen, Microsoft Copilot Agents meistens, weil künftig wird es eben so sein, dass man halt verschiedene Agenten hat, um verschiedene Themen zu unterstützen. Ja, Angebote, Personalmanagement, Leadership-Themen und so.
dass man sich mit verschiedenen Agenten eben in seiner eigenen Arbeit beschleunigt. Also ich nenne sie ja Assistenten, Agenten, Assistenten, ihr merkt schon, da ist die Begrifflichkeit immer ein bisschen schwierig, aber viele reden von Agenten. Also aus meiner Sicht sind Agenten, die halt voll autonom schon arbeiten können. Assistenten ist eher das, was direkt schon unterstützt. Ja, damit kommen wir so ein bisschen zum Abschluss des heutigen Vortrags. Ich habe es jetzt doch relativ knapp auf die Stunde gemacht. Ich möchte euch noch ganz kurz zeigen, also habe ich ja schon angerissen, ja, wir machen so verschiedene Elemente. Das ergibt ein ganz spannendes Haus. Das Bild habe ich Anfang des Jahres generiert mit damals der besten KI, die halt auch schon Bildgenerierung macht. Das hat sich entwickelt, ja, schon in den 5 Monaten seither hat sich das Bild entsprechend so darstellen lassen. Ja, also man sieht allein da wiederum in dieser Detailgenauigkeit, wie KIs Bilder generieren. Aktuell ist das State of the Art, soll halt zeigen, dass wir hier eben einen ganzheitlichen Ansatz haben mit verschiedenen Themen. Genau. Wir haben, das hatte ich ja schon angeboten, bald in dem Mai ein Office Promptathon, der mal so diesen Einstieg kostenlos zeigt, wie man grundlegend mit KI agiert, anhand von konkreten Herausforderungen. Ja, da gibt es dann kleine Challenges, die man dann in Teams löst. Also hier gerne anmelden. Ich habe festgestellt, dass das mit dem Anmelden über LinkedIn gar nicht so einfach ist. Also ja, das Event gibt es auch bei LinkedIn, aber hier gibt es eine spezifische Event-Registration. Also gerne darüber gehen, dann hat man auch auf jeden Fall den Zugriff und kommt dann gut rein. Ja, und zum Schluss möchte ich noch ein Thema mitgeben, wenn man nochmal auf das Warum kommt. Warum sollte man jetzt Training investieren und Führungskräfte ausbilden mit KI? Es zeigt sich, dass Leute, die noch wenig Ahnung haben von KI, die da noch am Anfang stehen, die denken sehr stark in Effizienz und Automatisierung. Das ist gar nicht unbedingt die beste Art und Weise, generative KI einzusetzen, wegen der Halluzinierung, also Halluzination, wegen der Unzuverlässigkeit. Also wir haben das bei E.ON gemacht, wir können da stolz darauf verweisen und wir sind auch in anderen Bereichen, Projekten jetzt gerade dran. Es geht schon, es macht auch Sinn, aber umso mehr KI-Kompetenz dann vorhanden ist, insbesondere auf den Führungsetagen, desto mehr versteht man auch, dass es auch darum geht, Neues zu entdecken, Neues zu entwickeln. Ja, und dieser Unterschied zwischen Effizienz, ich habe Ressourcen oder ich tue was und habe meine Ressourcen und versuche das, was ich tue, mit weniger Ressourcen hinzubekommen. Das ist sozusagen der Effizienzgedanke. Und wenn man dann KI dazulernt, dann geht es darum, ich habe Ressourcen und versuche mit den Ressourcen mehr zu machen. Ja, das heißt, da hat jeder was davon, wenn die Organisation, die Manager so denken, ja, wo man sagt, wir wollen nicht keine Leute entlassen, wir wollen mehr tun mit diesen Menschen und mit KI, also in Gemeinschaft. Und daher, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man die Führungskräfte befähigt, dieses Umdenken hinzubekommen. Ja? Nicht nur Effizienz und Automatisierung, sondern auch, was können wir denn noch alles tun? Ja? Und da sind diese Trainings sehr, sehr wichtig. Das war es soweit von meiner Seite. Ich habe einen Newsletter, wo ich mich freuen würde, wenn er den abonniert. Der kommt leider ein bisschen unzuverlässig, auch LinkedIn. Ja, die schicken immer nur einen Teil der Leute, die sich angemeldet haben. Wir haben verschiedene Trainings als Warteliste maßgeblich, weil wir gemerkt haben, auch ganz offen gesprochen, wir werden dann doch eher von den Firmen bestellt, die halt Trainings innerhalb der Firma machen, als jetzt so öffentliche Trainings. Ja, da ist einfach so viel sozusagen Lärm im Markt, ja, verschiedenste Anbieter, verschiedenste Möglichkeiten, da sich irgendwie durchzuschreien und zu sagen, guck mal, wir haben da auch ein Training, das kostet was, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, momentaner Stand ist, dass wir sehr zurückhaltend sind mit öffentlichen Trainings. Der Promptathon ist öffentlich, aber kostenlos. Wir sind momentan eher dabei, eben spezifisch für Unternehmen da was zu machen. Soweit, damit bin ich durch. Ich beende die Aufnahme, bin gerne noch bereit, hier ein bisschen zu diskutieren, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Für alle, die zugehört haben, mich würde es halt freuen, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten. Zum einen diese Stufen zusammen zu erklimmen, ob ihr jetzt Anbieter von Trainings seid oder ob ihr Trainings bei euch einsetzen wollt, beides möglich. Und damit, genau, bedanke ich mich ganz herzlich und beende die Aufnahme.